Was könnte wohl britischer sein als ein amerikanisches Auto in Schottland? Natürlich das Deluxe Five Window Coupé von Ford, welches im Volksmund einfach nur B-Modell genannt wurde, aus dem Jahre 1932. Die Ford Motor Company war Henry Fords zweiter Start in die Unabhängigkeit. Bereits 1899 hatte er die Detroit Automobile Company gegründet. Sie war jedoch nicht erfolgreich und wurde bereits 1901 unter der Bezeichnung Henry Ford Company reorganisiert. Im März des darauffolgenden Jahres kam es auch hier zu Unstimmigkeiten im Management. Ford war auf der Suche nach einem Auto für eine breite Kundschaft. Die Geldgeber William Murphy und Lemuel Bowen wollten vielmehr teure, lukrative Fahrzeuge bauen. Ford verließ die erste Firma, die seinen Namen trug. Im August 1902 übernahm Henry Leland, der spätere Mitbegründer von Lincoln, die Geschäfte und benannte die Firma in Cadillac um. Am 16. Juni 1903 gründete Henry Ford mit einem Kapital von 28.000 US-Dollar in Detroit mit der Ford Motor Company erneut ein eigenes Unternehmen. Er benannte seine Fahrzeuge zunächst nach dem Alphabet und produzierte täglich nur wenige Autos in seinem Werk an der Mack Avenue, wo Gruppen von 2 bis 3 Männern zugelieferte Teile zusammenbauten. In den ersten beiden Jahren wurden von den Typen Modell A, C und AC nur ca. 1700 Stück hergestellt. Nach dem anfänglich geringen Erfolg ließ er 1904 in Detroit die Piquette Avenue Plant bauen, wo ab 1908 das als Tin Lizzie bekannte Ford Modell T produziert wurde, welches schnell zum Verkaufserfolg wurde. Um die vom Automobilmarkt geforderten Zahlen herzustellen, zog das Unternehmen bereits 1910 in die Highland Park Ford Plant, wo bis 1913 die neue Technik der Fließbandproduktion perfektioniert wurde. Henry Ford übernahm das damals schon über 100 Jahre alte Konzept des Austauschbaus von Eli Whitney, der auch die erste Fertigungsstraße entworfen hatte. Mit größtenteils angelernten Kräften konnten so die Wagen günstiger und schneller hergestellt werden. Die Montagezeit eines Autochassis verringerte sich von über 12 auf zuletzt nur noch 1,5 Stunden. Im Jahre 1918 war die Hälfte aller Autos in den USA ein Modell T. Zu dem Wagen bemerkte Ford in seinen Lebenserinnerungen, seine Kunden könnten ihn in jeder Farbe der Welt bekommen, solange sie schwarz sei. Als die Produktion 1927 eingestellt wurde, hatte das Unternehmen über 15 Millionen Tin Lizzie hergestellt. Diese Zahl wurde erst Anfang 1972 vom VW Käfer übertroffen. Am 1. Januar 1919 folgte Edsel Ford seinem Vater an die Spitze des Konzerns, dieser behielt aber trotzdem Einfluss auf das Management. In den 1920er Jahren verlor die Firma Marktanteile. Ihr erklärtes Ziel war es, ein günstiges Auto zu bauen, das sich jeder Arbeiter leisten konnte. Um die Preise so gering wie möglich zu halten, bot man keine Zusatzausstattung an. General Motors und andere Firmen hatten schon begonnen, Autos auch in anderen Farben anzubieten, teilweise besser ausgestattet und auch luxuriöser. Diese Firmen hoben auch den Kreditrahmen der Kunden an, so dass sie sich die teuren Autos leisten konnten. Ford beklagte damals, dass Kredite die Wirtschaft schädigen, aber aufgrund von Marktzwängen fügte sich Ford schließlich in die Rolle des zweiten Siegers.
Unser heutiger Patient wird von einem 3,6 Liter großen V8 Saugmotor, welcher 176 Newtonmeter entfaltet, angetrieben. Stolze 75 PS treiben ihn vorwärts. Hochgeschaltet wird in 3 Gängen. So ausgestattet erreicht er in sagenumwobenen 17 Sekunden die magische Zahl mit den 2 Rundungen nach dem Strich. Für heutige Verhältnisse mögen dies recht mickrige Zahlen sein, wo selbst eine Schildkröte aus dem Stand besser davon kommen würde. Doch sollte man nicht vergessen, dass dies der Stand der Zeit war. Autos hatten nun mal Beschleunigungswerte wie ein Elefant. Bevor es hier noch zu tierisch wird, kommen wir nun zum Design. Mit dem Modelljahr 1933 führte Ford-Chefdesigner Edsel Ford ein neues, von der Streamline-Welle deutlich beeinflusstes Design ein. Weitere Neuigkeiten waren eine längere Motorhaube sowie verlängerte Kotflügel. Dadurch wurde der Wagen länger und niedriger und somit auch schwerer. Bei geschlossenen Modellen waren die Türen nun erstmals vorne angeschlagen. Zusätzlich zur normalen Konfiguration gab es noch gegen Aufpreis einen aufklappbaren Rücksitz, der sogenannte Schwiegermuttersitz. Solch eine unglückliche Bezeichnung gab man den Notsitzen, die meist für 2 Personenplätze boten. Erstmals gab es auch einen 5-türigen Kombi, einen sogenannten Woody, dessen Wagenseiten hinter der Spritzwand in Holz gehalten waren. Abschließend kann man sagen, dass das Ford Deluxe 5-Window Coupé nicht zum Bergeversitzen konstruiert wurde, aber dennoch ein würdiger Vertreter seiner Klasse war.